dass jeder Shout kostet, will ich im Endeffekt sagen. Das ist irgendwie ein komisches System und schade, dass sie nur so das Spam-Shouten in den Griff bekommen haben. Also es ist immer noch besser als bei FlyFPC, weil bei FlyFPC, es war literally gegen die Spielregeln zu Spam-Shouten. Also AFK-Shouten ist obviously nicht erlaubt, weil wie willst du AFK-Shouten, ohne gegen die Spielregeln zu verstoßen? Obviously geht das gar nicht. Du kannst ja nicht shouten, wenn du nicht am PC bist. Und AFK, also so klassisch Mail Me, Klammer auf, AFK oder so, impliziert ja, dass du nicht da bist. Ich meine, das heißt literally away from keyboard. Und vor allem, wenn du 10 Stunden durchschautest, offensichtlich machst du das nicht selber aktiv, sondern hast irgendein Programm oder so, das das für dich macht. Und das hat halt nie jemanden gejuckt. Und das war schon extrem nervig, weil wenn halt nicht so viel los war, also nachts zum Beispiel, und du wolltest zum Beispiel deine eigene Party filmen oder du hast halt einfach nach, keine Ahnung, irgendwas gesucht und dann hat einfach die ganze Zeit einen ganzen Shout-Chat vollgespammt, nur mit seinem Scheiß, verkaufe irgendwie Item XY, bin AFK. Das war schon extrem nervig. Also es ist auf jeden Fall jetzt besser, weil klar sieht der Shout-Chat jetzt manchmal halt komplett tot aus und vor allem für Leute, die das halt nicht wissen mit dem, dass jetzt jeder Shout kostet sozusagen, die denken sich halt, hä, wie kann das sein, dass keiner shoutet, wenn angeblich so viele Leute spielen und so. Klar sieht es nicht so gut aus, aber es ist auf jeden Fall besser, was die Experience angeht, aber schlechter, dass halt actually jeder Shout kostet, wenn du selber shouten willst. Wenn du nach Shouts suchst, besser, wenn du selber shouten willst, schlechter. By the way, zieht euch diesen Bill-Poster rein. 34 STR, 134 STA, 134 Int. OP, sage ich euch. OP-Build. OP. Geht ab wie Schmitz Katze, ich sag's euch. Secret Thread. Imagine, deine 150er Suit geht beim zweiten Story kaputt. Naja, da sollte man wahrscheinlich mal über seinen Schatten springen und einen G-Product opfern, im schlimmsten Fall. Mach ich das mit Absicht, Freaky? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr den genauen Hintergrund. Ich glaube, es war so, ich habe einen Knight gemacht und mit dem Knight habe ich auch den BP hochgezogen. Und habe dann mit dem BP buffen wollen. Dann habe ich ihn erst Full Int gemacht, damit seine Buffs besser sind. Dann ist er aber immer gestorben. Dann habe ich, glaube ich, angefangen STA zu statten. Und dann habe ich ihn aber eigentlich für Clockworks gebraucht und seitdem statte ich STR. Also er war erst Buffer, deswegen Int. Dann sollte er nicht mehr sterben, deswegen STA. Und jetzt soll er Damage machen. Deswegen STR. Und ich habe halt nie gerestattet. Also ich weiß, es gibt einige Leute, die sich jetzt massiv über Portbugs beschweren, finde ich jetzt nicht. Also für mich fühlt es sich eigentlich... Es fühlt sich schlechter an als Borodeng. Aber jetzt auch nicht grottenschlecht. Also ich finde, es geht. Also dafür, dass der Ping eigentlich permanent über 50 ist, finde ich, geht's. Fühlt sich nicht so schlimm an, wie es angezeigt wird. Und wie gesagt, also wer noch nie auf dem asiatischen Server gespielt hat, oder auf einem der asiatischen Server, der kann sich eh nicht beschweren, weil da bist du 5 Meter gelaufen und wurdest 2 Meter zurückgeportet und zwar die ganze Zeit. Also nicht nur bei Giant AOEs, sondern einfach immer. Die ganze Zeit. Und wer das noch nie miterlebt hat, der weiß gar nicht, was Portbug überhaupt bedeutet. Also es ist wirklich, da konntest du legit nichts machen, ohne nicht direkt einzurechnen. Egal, was du tun wirst. Du stehst ganz sicher nicht da, wo es angezeigt wird. Und du musst quasi immer so einrechnen, dass du 2 Meter weiterläufst, weil du sonst stirbst. Also galt auch für normale Monster, für alles im Endeffekt. Weil da hattest du permanent über 100er Ping. Da ist es hier auf FEC echt gemütlich dagegen. Level up, baby, let's go! 110. Was haben wir? 6 Millionen Penya. Okay. Ich würde sagen 3 Diamonds. Come on, gib uns 3.
Oh, okay. Okay. Okay, das hat gar nicht mehr geklappt. Aber 5 ist gut. 5 ist gut. Gut, gut, gut. 6,3 Millionen. Also wollen wir Minimum 3. Wollen wir Minimum 3. Oh oh, ist schon mal kein guter Start. Oh mein Gott. Okay. Hab's ja gesagt. 2. Naja, 2 ist okay. And he is dead. Oh, LG Knuckle. LG Knuckle, let's go, baby, let's go. 2 Giants hat's nur gekostet. Aber ich droppe die wertlosesten Waffen, Alter. Zweimal Jojo und dann Knuckle. Es sind ja die schlechtesten Waffen. Come on, baby, Angel X. Och! Oh! Angel Knuckle. Trash. Trash. Absolute fucking Dogshit. Alter, ich droppe zweimal AG Jojo. Dann droppe ich AG Knuckle und am gleichen Tag Angel Knuckle. Kann ich vielleicht auch mal was anderes droppen? Gibt es auch noch andere Waffen? Verdammt nochmal. Pro Channel 16 Violets-Giants, die es droppen, mal 6. Das sind fast 100 Giants Violets, die zeitgleich existieren, die den Scheiß droppen, die probably 24/7 abgefarmt werden, mit einer dreifachen Drop-Chance. Also die meisten Leute, die sie farmen, haben ja wahrscheinlich die F-Coin Flask, aka Drops plus 200%. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis diese Waffen, wie gesagt, günstig ist relativ, aber eigentlich verhältnismäßig günstig werden sollten. Also sprich, was kosten jetzt Bloody-Waffen? 400 bis 600 Mio oder so. Und wenn sie jetzt heute schon so günstig wären, wie es jetzt vielleicht in einem Monat oder so sein wird, also im einen Monat könnte es sein, im gleichen Verhältnis wie jetzt, dass sie dann vielleicht, sagen wir, 2 Milliarden kosten. Also jetzt quasi könntest du eine Herneswaffe für 2 Milliarden kaufen, also kannst du natürlich nicht, aber in einem Monat wäre es, wie als könntest du sie jetzt für 2 Milliarden kaufen. Oder so ungefähr kann ich es mir vorstellen. Was man halt Free-to-Play sich durchaus erarbeiten kann. Also es ist halt kein Preis, wo man sich denkt, oh mein Gott, wo soll ich denn das Geld dafür herbekommen, sondern das ist, sollte, also hoffe ich, dass es so ist. Ich meine, ich könnte mich auch irren, aber ich denke ehrlich gesagt nicht. Es kommt auch auf die Waffe an, ja gut, das stimmt natürlich auch. Blade-Waffen, RM-Waffen, die werden, und Bow, safe auch, die werden länger teurer bleiben. Aber je mehr gedroppt wird, desto günstiger wird's. Und wenn man richtig geduldig ist, holt man sie sich legit erst nach 5 Monaten. Und dann kriegt man sie wahrscheinlich für gefühlt 2000 F-Coin oder so. Also spätestens im September werden die Herneswaffen gar nichts mehr wert sein. Weil bis dahin wurden Tausende gedroppt. Aber Tausende. Gecraftet probably nicht, weil das Craften einfach nur dämlich ist. Aber gedroppt werden die wie Sand am Meer. Bis dahin. Also eigentlich muss man einfach nur warten. Sie sich jetzt für diese utopischen Preise zu kaufen, ist eigentlich einfach nur dämlich. Also man wird unbedingt jetzt schon whatever machen. Aber wer warten kann, sollte auf jeden Fall warten. Fly and Looter Pet Rush? Oh mein... Junge, habt ihr dieses Stück Scheiße da gesehen? Alter, habt ihr dieses verdammte Stück Scheiße da gerade gesehen? Der hatte einfach eine Mia-Doll und ein Golden Wing im Shop für 150 Mio. Looter, Pet und Flying Item. Junge. Seine Seele so auf ewig in der Hölle schmoren. Wie kann man nur so ein elendiges Stück Scheiße sein, Alter? What the fuck, ey. Manche Leute haben es so heftig nötig in dem Game. Das ist geistesgestört.
Richtig peinlich. Wie man so ein Loser sein kann.